Hey Leute, heute haben wir was ganz Aktuelles für euch und zwar die SSC 18 von Northridge. Und los geht's. Technische Daten. Die Waffe wird von Northridge verkauft und kostet 99 Euro. Die Pistole ist eine AEP mit einer Energie kleiner als 0,5 Joule. Damit kann sie Vollauto und Semi-Auto feuern und ist in Deutschland ab 14 Jahren erhältlich. Die Energie beträgt laut Northridge durchschnittlich 0,45 Joule. Der Schlitten wurde aus Metall gefertigt und das Griffstück besteht aus Kunststoff. Die Waffe hat eine Länge von 205 mm und wiegt 586 Gramm mit Magazin. Hey Leute, denkt dran, am Ende kommt noch das Gewinnspiel und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Kommen wir zum Lieferumfang. Geliefert wurde die AEP in diesem schlichten schwarzen Karton. Machen wir den mal auf. Da haben wir hier so ein kleines Heft drin mit ein paar Safety Guidelines, mit so ein paar lustigen Bildern, finde ich ganz cool gemacht. Und leider ist jetzt hier nichts drin beschrieben, aber hier steht ein Link mit drin für die Northridge Academy, wo dann wahrscheinlich ein bisschen was beschrieben ist. Wir haben jetzt noch nicht drauf geguckt, weil eine AEP ist jetzt für uns nichts Neues. Dazu gibt es ja noch so einen Brief und ein Set Aufkleber. Sonst ist der ganze Inhalt den Zyma AEPs sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Wir haben hier einen Speedloader, den kleinen LiPo-Akku, das dazugehörige Ladegerät, diesen mini kleinen Imbus. Unter der AEP haben wir dann noch einen Laufreinigungsstab und halt die AEP selbst mit Magazin. Ersteindruck und Verarbeitung. Ihr nehmt die AEP aus der Packung raus und zuerst würde ich das geringe Gewicht auffallen. Sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Als nächstes ist mir persönlich positiv aufgefallen, dass sie sehr schmal wirkt oder nicht bloß wirkt, auch ist. Also kann man sehr, sehr angenehm in die Hand nehmen. Verarbeitungstechnisch sieht das auch alles sehr, sehr sauber gearbeitet aus. Hier gibt es keine Macken oder irgendwas. Hier hinten die Grate sind super. Das Einzige, was mir sofort aufgefallen ist, dass hier unten alles ein bisschen knarzt. Das wird aber natürlich daran liegen, die AEP ist halt leichter als ihre Kollegen von Zyma. Und dadurch muss natürlich irgendwo wahrscheinlich Material eingespart worden sein. Und naja gut, das sind dann halt die Folgen. Das Ganze knarzt dann halt ein bisschen, weil einfach die Wandstärke nicht die gleiche ist. Sonst macht die AEP, wie gesagt, vom Ersteindruck einen super Eindruck. Alles sauber, alles schön verarbeitet. Kommen wir nun ins Detail und vergleichen diese Waffe dann anschließend mit zwei Zyma AEPs. Hey Leute, nicht bloß liken, auch abonnieren. Die Details. Fangen wir wie gewohnt vorne bei der Mündung an. Hier haben wir ein 14 mm Negativgewinde. Da müsste man nur diesen Gewindeschutz hier wegschrauben. Das geht beim allerersten Mal ein bisschen schwierig. Danach, ja, logischerweise nicht mehr. Kommt darauf an, wie ihr das dann festschraubt. Hier kann man dann Schalldämpfer oder Tracer-Units befestigen. Was auch ganz, ganz schön ist, man muss, wenn man jetzt den Akku wechseln will, muss man dann die Tracer-Unit oder so nicht wegschrauben, sondern man kann das alles zusammenlassen, weil das Gewinde im Schlitten mit eingearbeitet ist. Das finde ich auf alle Fälle sehr nice. Gehen wir weiter zum Schlitten. Der ist sehr schön gearbeitet, das ist Metall. Etwas dünnwandiger, würde ich behaupten, als die von Zyma. Wegen der Gewichtsersparung hatten wir ja schon mal. Hier habt ihr leider schon so ein paar Kratzer drauf zu sehen. Die kommen vom Holster. Wir haben das jetzt schon mal ein bisschen mit Holstern ausprobiert. Deswegen ist hier in der Beschichtung schon ein paar Kratzer. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig negativ aufnehmen, weil das eigentlich bei jeder Zyma auch so wäre. Deswegen ist es halt einfach, wird exakt das gleiche sein. Also ich gehe auch sogar davon aus, dass das Teil einfach bei Zyma hergestellt wird. Also der Schlitten ist wie gesagt sehr schön gearbeitet. Schön nice hier mit diesen Rillen. Oben haben wir das Korn mit diesem kleinen Fiberglasstab. Ob das jetzt natürlich Fiberglas oder einfach nur PVC ist, weiß ich jetzt nicht genau. Es sieht auf alle Fälle nice aus, erfüllt auch seinen Zweck. Hinten haben wir die Kimme, da ja, ganz einfaches Teil. Gibt es jetzt eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Kann man dann später mal wegschrauben und eine Plate für einen Retter drauf bauen. Die kostet so ca. 15 Euro. Unten befindet sich eine kleine Picatinny-Schiene für Lampen-Dummies. Also in Deutschland natürlich leider nur Dummies. In anderen Ländern könnt ihr richtige Lampen ranschrauben. Bei uns leider nur so.
Der ganze Body ist auch schön gearbeitet, so ein bisschen angeraut. Und ich muss sagen, ich finde es auch ganz nice, diese Struktur hier drin finde ich ganz nice, dass sie so ganz klar abgegrenzt ist. Fand ich bei der 131 nicht so schön gelöst. Da war das einfach irgendwo random hier solche kleinen, wie so Stippelpunkte drauf gemacht. Hier hat das alles eine ganz, ganz schöne, klare Linie. Finde ich ganz nice. Hier ist die Sicherung, ganz normal. Hoch, runter, die geht relativ straff. Aber das kann natürlich sein, dass sie sich dann einfach so im Spielalltag dass dann alles ein bisschen leichter geht. Jetzt ist safe, jetzt ist Feuer. Der Abzug ist schön gerade, sieht auch ganz toll aus. Und ich finde hier auch die Abzugssicherung ist auch signifikant besser als bei der 131. Die ist so klein, also es ist eigentlich unmöglich, die nicht zu ziehen. Egal wie, von welchem Winkel man hier rankommt. Also wir haben jetzt schon ein bisschen rumgespielt hier mit der AEP und wir haben es absolut nicht hingekriegt, die mal zu verkanten. So ja quasi, aber es ist wie gesagt eigentlich unmöglich. Hier haben wir ein kleines Marking, SSE 18 und dann wahrscheinlich eine Seriennummer. Dann hier das Griffstück ist, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, schön schmal. Also ich finde, es lässt sich sehr, sehr angenehm greifen. Unten steht Northridge drin, damit das auch jeder sofort sieht auf dem Feld, was ihr euch hier gekauft habt. Auf der anderen Seite haben wir hier das Ganze bloß angedeutet. Hier haben wir den Magazinlöseknopf. Der ist schön groß, lässt sich gut drücken und das Magazin flutscht auch regelrecht raus. Also ist sehr, sehr gut. Hier oben haben wir dann den Feuerwahlhebel. Der geht ein bisschen straff, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das mit der Zeit alles ein bisschen leichter wird. Er rastet auf alle Fälle sehr sauber in seine 2 Positionen ein. Ich habe im Internet schon gelesen, dass bei manchen nur Vollauto ging. Ist jetzt bei uns nicht der Fall. Bei uns geht Vollauto und halbautomatisch. Gearbeitet ist die auf alle Fälle auch richtig, richtig gut, wie man hier sieht. Hier sieht man so ganz, ganz leicht hier die Naht, aber man spürt sie überhaupt nicht. Ist richtig, richtig nice. Das soll es zu den Details sein. Kommen wir mal zum Vergleich mit ein paar Zyma AEPs. So, da haben wir uns mal 2 Zymas zum Vergleich mit dazugelegt. Einmal die CM030. Das soll ja, wenn ich das richtig so verstanden habe bis jetzt in den ganzen Livestreams und was es alles schon zu dieser Waffe dazu gab, soll das ja quasi der Nachfolger von ihr sein. Und dann einmal die CM131. Also was vor allen Dingen auffällt bei der CM131 und zu der Northridge, die CM131 ist einfach sackschwer. Sackschwer. Ich persönlich mag das lieber, wenn die Waffen ein bisschen schwerer sind. Aber für den normalen Spielalltag ist es natürlich prinzipiell immer besser, wenn es ein bisschen leichter ist. Aber das ist schon ganz schön. Ich kann euch auch mal ganz kurz zeigen, woran das liegen wird zum Beispiel. Nehmen wir hier mal den Schlitten ab. Nehmen wir bei der mal den Schlitten ab. Das wird wahrscheinlich schon allein an den Wandstärken liegen. Also es ist schon ein bisschen Unterschied, ist schon zu sehen auf alle Fälle, dass das hier alles ein bisschen schmaler ist. Hier vorne auch, vor allen Dingen, wo die Rillen drin sind. Daran wird es einfach liegen. Der Schlitten von der 131, der wiegt circa das Doppelte von dem hier. Das ist schon ganz schön mächtig. So, haben wir die ganzen AEPs mal aufgemacht und testen mal die Kompatibilität von dem Schlitten zu den anderen AEPs. Nehmen wir uns mal die CM030. Hier passt es auf alle Fälle schon mal nicht, weil das hier natürlich viel, viel größer gestaltet ist als das. Durch das Gewinde haben sie das hier vorne alles ein bisschen kleiner gemacht. Man müsste wahrscheinlich das hier alles ein bisschen wegfräsen, dremeln, wie auch immer, so dass es dann quasi in das kleine Loch hier reinpasst. Dann wird es höchstwahrscheinlich passen, weil nämlich der CM030 Schlitten hier auch schön drauf passt. Das geht. Demzufolge schätzen wir jetzt einfach mal, dass es andersrum auch gehen würde. Bei der 131 natürlich exakt das gleiche Problem. Das ist einfach zu dick gestaltet hier. Das würde halt einfach nie passen. Aber der Schlitten von der 131 passt hier auch drauf. Demzufolge müsste es eigentlich genau andersrum auch gehen, wenn man da ein bisschen was wegdremelt. Lässt sich auch noch umschalten hier das Ganze. Witzig, was mir aufgefallen ist, der Outer Barrel von der 030
und von der Northridge sind exakt die gleichen. Da hatten sie wahrscheinlich noch irgendwas im Werk rumliegen und haben das hier einfach drum gebastelt. So, das war's zum Vergleich. Kommen wir mal zu den Holstern. Auf alle Fälle hat sich das Team von Northridge vorher was überlegt, denn die Maße sind ähnlich wie bei der Glock. Das bedeutet, Glock-Holster, hier habe ich eins von Taiwan Gun für ca. 7 €, passen perfekt. Geht ordentlich rein, geht sauber raus, wackelt nicht sonderlich viel rum hier drin. Dann haben wir zum Beispiel noch das Glock-Holster von KU, was es bei Begadi gibt. Hier geht es sehr leicht rein, das ist ein bisschen breit, könnte man fast sagen. Wackelt auch ein bisschen mehr rum, rastet aber sauber ein und hält auch fest. Dann haben wir noch das Universalholster von Begadi. Hier geht es ein bisschen schwieriger rein. Hält dann aber, wenn es eingerastet ist, auch sauber drin. Wackelt aber ganz schön arg hier drin rum. Problematisch ist uns auch aufgefallen, wenn wir diesen Release-Knopf hier betätigen, kommen wir genau an diesen Knopf hier, kommen wir genau daran. Es geht, aber es ist ein bisschen doof. Was uns auch aufgefallen ist, diese kleinen Nasen, die ja dann quasi im Endeffekt die AEP drinne festhalten, gehen nicht immer wieder zurück. Also so ist jetzt quasi sowas richtig. Und manchmal zieht man quasi die AEP raus und das Ganze ist aber eigentlich noch verriegelt. Dann kriegt man die natürlich nicht mehr rein, dann drückt man die ja einfach so dagegen. Also dieses Holster würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da ist ein Glock-Holster einfach viel, viel besser und sinnvoller. Northridge hat auch selbst auf seiner Internetseite auch ein Glock-Holster. Kommen wir als nächstes zum Akku und dem Ansprechverhalten. Zeige ich euch erstmal das Akku einlegen. Man betätigt hier hinten diesen Knopf, schiebt den Schlitten nach vorne ein bisschen weg. Dann steckt man den Akku hier an, diesen Mini-T-Stecker. Das geht richtig schön schwer. Da kann man auch nur hoffen, dass das irgendwann mal einfacher geht, wenn man das 100 Mal gemacht hat. 20 Minuten später. So, Akku ist eingelegt. Es ist halt leider nicht so sonderlich warm. Und wir haben schon oftmals gelesen, dass die Akkus von Zyma mit Kälte nicht sonderlich gut klarkommen. Das wird jetzt hier genau das gleiche Problem sein, denn, hört mal her, man hört erstmal, wie sich hier alles hier drinnen bewegt und dann löst erst der Schuss. Es kann sein, dass der Akku einfach ein bisschen zu kalt ist. Voll ist er auf alle Fälle. Wenn wir den jetzt ein bisschen wärmer gelagert hätten, wäre das Problem wahrscheinlich nicht. Also als wir vor uns aus dem Auto ausgestiegen sind und die ersten Testschüsse gemacht haben, da ging es auf alle Fälle. Vollauto ist auf alle Fälle schön schnell, aber eben das Ansprechverhalten ist jetzt leider sehr, sehr schlecht. Es wird eben an der Temperatur liegen, ist ärgerlich jetzt. Wir sind jetzt auf Semi. What the fuck? Das Ansprechverhalten ist identisch zu der Zyma oder zu den Zyma Gen 3 Modellen. Deshalb vermuten wir auch, dass das gleiche MOSFET verbaut ist. Und wie wir schon beim 131 Video gesagt haben, ist das ja nicht unbedingt das Allerbeste und sollte am besten ausgetauscht werden. So, da der Akku jetzt leider nicht so gut performt, wie gesagt, wird einfach an der Kälte liegen, probieren wir jetzt mal den Akku von Begadi, den AMAX mit 600 mAh. Der kostet genauso viel wie der hier, knapp 15 €. Stecken wir den mal schnell an hier. 1 Minute 37 Sekunden später. So, haben wir mal den Begadi rangesteckt. Der funktioniert sehr, sehr gut. Es wird ja beworben, dass diese Waffe perfekt für den Winter ist. Leider mit dem Original-Akku nur bedingt. Also wir hatten das gleiche Problem mit dem Original-Akku von der CM131. Der hat genauso schlecht performt. Wir können hier noch mal ganz schnell Vollauto testen. So, ganze Kabellage hier drin verstaut. Zu- und Vollauto. Die rennt auf alle Fälle richtig gut und ich würde sagen, das 30er Magazin ist ratzfatz leer. Mit dem Begadi-Akku funktioniert das Ganze ein bisschen schneller, ein bisschen spritziger. Also ich würde mir wahrscheinlich diesen Akku einfach zulegen und gut ist. Denn einfach als Backup-Akku vielleicht behalten. So, kommen wir mal zum Ladegerät. Ist ja im Endeffekt das gleiche wie bei den Zyma-Geräten. Hier mit USB, dann kleine LEDs drin, die anzeigen, ob geladen wird oder ob es fertig ist.
Ihr nehmt euch einfach den Akku und steckt den Balancer hier an. Dann das Ganze in die Powerbank oder wo auch immer. Das Schöne hier ist eben, man kann es eben in die Powerbank oder so stecken und hat das Teil immer dabei. Also bei mehrtägigen Spiel oder sowas könnte man das einfach mal ganz schnell so mitten im Spiel mal schnell laden, das Ganze. Das finde ich ziemlich nice. Ist echt gut gelöst. So, das soll es schon zum Akku gewesen sein. Die Magazine. So, zu der AEP dazu gibt es so ein kleines Metallmagazin. Das passt perfekt rein, kommt auch perfekt wieder raus. Fast ca. 30 Schuss. Dazu gibt es dann natürlich auch noch diese großen Magazine mit ca. 90 Schuss. Geht auch perfekt rein und raus. Das sind übrigens die gleichen wie für die CM030 oder die 131. Also wenn ihr solche Magazine schon da habt, könnt ihr die einfach benutzen. Das passt. Vorteilhaft ist hier auf alle Fälle, bei Northridge sind die Magazine extrem günstig. Kommen wir zu den Taschen. Wir haben jetzt einfach mal so eine ganz normale BEX-Tasche hier. Da passen von den kleinen um die 4 Stück rein. Hier habe ich immer ein bisschen Angst gehabt, dass die hier zur Seite mal rausfallen. Da gibt es aber auch direkt von Northridge Abhilfe. Und zwar gibt es da auf der Seite von ihm noch diese kleinen Inserts. Die passen hier zum Beispiel in diese Tasche rein. Und dann stecke ich einfach die Magazine so rum hier rein. Und dann ist das Ganze auch fest. Das wackelt nicht mehr so extrem hin und her, wie wenn man die einzeln reinsteckt. Also das finde ich richtig super. Bei Northridge selbst auf der Seite gibt es ja noch spezielle Taco-Pouches, wo das alles noch ein bisschen perfekter passt. Ist jetzt hier ein bisschen wackelig ist es. Wir haben zum Beispiel noch so eine Tasche von Tasmanian Tiger da. Haben das mal ausprobiert. Die ist ein bisschen enger genäht einfach. Dort ist es zum Beispiel ein bisschen fester drin als jetzt in dieser hier. Aber ich finde, also es wird auf alle Fälle ausreichen. Ich selber habe für diese kleinen Magazine diese Taschen hier von Taiwan Gun. Das ist einfach so ein Stretch-Material, was hier aufgenäht ist. Und das reicht auch aus. Also hier sind die echt fest drin. Wenn man 2 hat, richtig fest drin. Wenn man nur 1 hat, ist ein bisschen locker. Aber ich glaube, bis das hier oben rausfällt, da muss man sich schon ganz schön irgendwie durch den Busch schlagen. Hat bis jetzt noch nie Probleme, dass ich mal ein Magazin verloren habe. Bis jetzt war alles gut. Das war's mit den Magazinen. Anbauteile. Bei Northridge im Shop wird es in naher Zukunft diverse Anbauteile geben. Kompensatoren, Schalldämpfer, Tracer, eine Mount für einen Red Dot, so ein Magwell, der ohne Funktion ist, nur fürs Aussehen. Wir haben jetzt leider nichts hier, aber man kann auf alle Fälle dann ganz viel damit machen. Kommen wir nun zum Schusstest. Reichweitentest 0,25 Gramm, 30 Meter. Äh, 0,25, 35 Meter.
0,25er, 40 Meter. So, Chrono-Schusstest abgehakt. Wie ihr gesehen habt, ist die ROV bei der Northridge ein bisschen besser gewesen als bei unserer Zyma 131. Beim Schusstest ist uns aufgefallen, dass das Hop-Up leider sehr schwierig war einzustellen. Wir hatten über den Tag verteilt schon etliche Magazine durch, also es sollte eigentlich eingeschossen gewesen sein, das Hop-Up. Aber leider war es gerade auf große Distanzen schon ziemlich schwierig, das Ganze einzustellen. Bei der Zyma ist es exakt das gleiche. Wahrscheinlich, weil die natürlich das gleiche Hop-Up-Bugging einfach drin haben. Die 020er, die wir für den Schusstest benutzt haben, konnten wir leider für den Reichweitentest nicht ganz nutzen, weil hier ein bisschen Wind aufgekommen ist und weil die einfach sofort überhoppt haben. Ich würde demzufolge einfach zu den 025ern raten, die sind sowieso ein bisschen konstanter einfach in der Flugbahn. Spieltagsfazit. Zurzeit können wir ja leider nicht auf Spiele fahren durch Corona, ist halt so ein bisschen doof, aber wir haben ja alle Jahre lang schon AEPs gespielt und deswegen kann ich ein bisschen was erzählen dazu. Auf alle Fälle sind sie schön klein, schön leicht, easy mit dem Akku, ohne das nervige Gas immer reinzumachen. Im CQB gut nutzbar, auch einzeln, ohne Primärwaffe, durch den Vollautomodus und das große Magazin macht das richtig Spaß. Im Woodland eher ungeeignet, höchstens so als Backup oder so. Fazit. Positiv, modernes Design, Tracer Schalldämpfergewinde ab Werk, Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele Anbauteile möglich und ein USB-Ladegerät. Neutral. Sehr leicht, durch die dünneren Wandstärken, aber leider ein knarzendes Griffstück. Negativ. Der Akku hat bei uns hier bei den Temperaturen leider überhaupt nicht gut performt und wir mussten auf den Begadi-Akku ausweichen. Das war's mit unserem Review. Ich werde die mir auf alle Fälle behalten. Die wird meine CM030 ersetzen, weil die alte noch den Nimmer hat. Die hat schon den Lipo, das ist schon viel, viel geiler. Wir haben ja mal unseren neuen Spitfire Tracer rangebaut. Falls euch interessiert, wie das Ding funktioniert und wie das Ganze dann aussieht, dann abonniert den Kanal, denn das Video wird folgen. Und ihr bleibt jetzt auf alle Fälle dran fürs Gewinnspiel. Im heutigen Gewinnspiel haben wir den Begadi Basic Waffenkoffer. Der ist wasserdicht, hat ca. 5 Liter Fassungsvermögen und diese Einlage hier ist zuschneidbar. Hier ist schon so ein bisschen angeriffelt oder ausgeschnitten, wo man dann was wie wo wegschneiden kann. Dieser Koffer ist natürlich nicht ausschließlich für Waffen gedacht, sondern man kann natürlich noch andere Ausrüstungsgegenstände drin verstauen. Wie könnt ihr den Koffer jetzt gewinnen? Schreibt uns eine E-Mail an tnt-germany@gmx.de und was ihr gerne in dem Koffer alles verstauen würdet. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich und ihr müsst eine deutsche Adresse besitzen. Der Gewinner wird per Zufall ausgelost und per E-Mail über seinen Gewinn informiert. Wann das Gewinnspiel endet, blenden wir euch jetzt ein und die weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Ciao. Moin Leute, heute haben wir was ganz Aktuelles für euch und zwar die SSE 18 von Northridge. Du sagst noch am Anfang, wo du das schon gesagt hast, und jetzt kommt da eigentlich, los geht's. Und jetzt hast du das schon wieder vergessen. Nee, ich wollte es ja gerade sagen, aber da ist mir ja die Waffe fast aus der Hand geglitten.